Nürnberg, eine Stadt mit bewegter Geschichte. Das Umland der Stadt muss zum ersten Mal zwischen 1300 und 800 v. Chr. Besiedelt worden sein. Das Zentrum Nürnbergs wird erst Mitte des 9. Jahrhunderts besiedelt. Der Ort wächst wahrscheinlich, weil er sich am Schnittpunkt von Handelsstraßen befindet. Die Stadtgründung erfolgt zwischen 1000 und 1040, relativ spät im Vergleich mit den Städten, die innerhalb des antiken Römischen Reichs liegen, wie beispielsweise Regensburg. Die Stadt wird 1050 zum ersten Mal unter dem Namen Norenberg erwähnt. Der Name Nor bedeutet Fels. Heute geht man davon aus, dass der rötliche Sandstein am Berg, auf dem die Burg steht, namensgebend für die Stadt war. Die erste Burg über Nürnberg entstand ums Jahr 1000. Nürnberg wird unter Kaiser Heinrich III. Gefördert, wohl um den Einfluss des Bamberger Bischofs zurückzudrängen. Im 11. Jahrhundert entsteht die erste Stadtmauer. Große Einnahmen erhält die Stadt durch Pilger, die das Grab des heiligen Sebaldus besuchen. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wird Nürnberg in Konflikten zwischen verschiedenen Hochadligen erobert und geplündert, bis König Konrad III. Die Stadt 1138 einnimmt. Unter ihm und seinem Neffen Friedrich Barbarossa wird die Stadt stark gefördert. Unter anderem wird die Burg zur Kaiserpfalz ausgebaut. Unter Kaiser Friedrich II. Erkauft sich Nürnberg 1219 umfangreiche Rechte und wird so zur Freien Reichsstadt. Die Stadt baut über dem Grab des heiligen Sebaldus bis 1273 die Sebalduskirche, die erste Pfarrkirche der Stadt. Die Stadt wächst und dehnt sich zunehmend auf die südliche Pegnitz-Seite aus. Dabei werden die Entscheidungen in Nürnberg zunehmend vom Rat der reichen Kaufmannsfamilien getroffen. 1320 bildet der Rat eine Verfassung aus. Nachdem die Pest 1349 in der Stadt ausbricht, werden die jüdischen Bürger verfolgt und getötet. Auch das jüdische Viertel wird abgebrannt. Durch das Wachstum liegt das Viertel im Zentrum der Stadt und ist Baugrund in bester Lage. Auf den Ruinen des Viertels entsteht unter anderem bis 1362 die Frauenkirche. Kaiser Ludwig der Bayer erlässt 1356 die Goldene Bulle in Nürnberg. Das Dokument ist praktisch die Verfassung des Heiligen Römischen Reichs. Es bleibt bis zur Auflösung des Reichs 1806 gültig. In der Goldenen Bulle wird geregelt, dass jeder König nach seiner Wahl zuerst in Nürnberg tagen muss. Auch die Reichskleinodien, also die Machtsymbole des Kaisers wie Krone, Apfel oder Schwert, werden ab 1423 in Nürnberg gelagert. Bis 1796 befinden sie sich hier im Nürnberger Heilig-Geist-Spital. Im 15. Jahrhundert erlebt Nürnberg eine Blütezeit. Der Handel blüht auf, der Rat der Kaufmannsfamilien kauft 1427 das Burggrafenamt und beherrscht die Stadt vollständig. 1439 bis 77 wird die Lorenzkirche zu ihrer heutigen Pracht ausgebaut. Sie ist die eindrucksvollste Kirche in Nürnberg. Ihre Türme ragen 81 Meter in die Höhe. Während dem Bau der Kirche wird 1552 auch die letzte Stadtmauer vollendet. Mit 5 Kilometern Umfang und 70 Türmen ist die Nürnberger Stadtmauer die längste erhaltene Wehranlage einer europäischen Großstadt. Nürnberg ist um die Jahrhundertwende des 16. Jahrhunderts überall für ihren Reichtum bekannt. Nürnberger Waren legen weite Strecken zurück. Die Einnahmen der Stadt sollen höher gewesen sein als die des ganzen Königreichs Böhmen. Nürnberg wird der Fläche nach zum größten und der Bevölkerung nach zur drittgrößten Reichsstadt Deutschlands. 1540 wird in Nürnberg zusammen mit der Augsburger Börse die erste deutsche Börse überhaupt gegründet. Nürnberg wird protestantisch. In Speyer steht Nürnberg neben 14 anderen Reichsstädten wie Reutlingen oder Ulm für den Protestantismus ein. Videos zu den beiden Städten findet ihr oben verlinkt oder in der Videobeschreibung. Nürnberg wird einer der zentralen Schauplätze des Dreißigjährigen Kriegs in Süddeutschland. 1632 entsteht im Westen der Stadt das größte Feldlager der Weltgeschichte. Nach einer Schlacht zwischen der katholischen Liga und den Schweden kommt es zu einer verheerenden Pestepidemie mit fast 16.000 Toten. Im weiteren Kriegsverlauf werden die Nürnberger Gebiete schwer beschädigt. 1649-50 werden im Friedensvertrag offen gebliebene Fragen bei einem Kongress in Nürnberg geklärt, der Nürnberger Exekutionen. Dennoch leidet die Stadt an Pestepidemien und einer enormen Verschuldung. Das Ganze wird durch den Stadtrat verschlimmert, der Nürnberg schlecht regiert. 1743 wird die Nürnberger Universität gegründet. Ende des 18. Jahrhunderts ist Nürnberg isoliert.
Frankreich, Preußen und Bayern streiten sich ums Nürnberger Umland. Die Preußen nehmen 1795 Teile der Nürnberger Besitzungen ein, die Franzosen 1796 die Stadt selbst. 1806 verliert Nürnberg dann endgültig seine Unabhängigkeit. Die Stadt wird an Bayern übergeben, das die Stadt besetzt. Nürnberg und Franken bleiben unter Widerständen Bayern zugeordnet. Nürnberg wird im 19. Jahrhundert wieder zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum. Die erste Bahnlinie in Deutschland entsteht zwischen Nürnberg und Fürth. Unternehmen werden gegründet und die Stadt wächst rasant. Zwischen 1818 und 1900 verzehnfacht sich die Bevölkerung von 27.000 auf 260.000. Der erste FC Nürnberg wird 1900 gegründet. Die NSDAP nutzt Nürnberg ab 1927 für ihre Reichsparteitage. Das Parteitagsgelände wird 1935 zu diesem Zweck ausgebaut. 1938 werden die Synagogen der Stadt abgerissen oder niedergebrannt. Im Krieg geht die Bevölkerung von über 400.000 auf unter 200.000 Einwohner zurück. Die Altstadt ist am Ende völlig zerstört, es gibt zahlreiche Tote und über die Hälfte der Bevölkerung ist obdachlos. Die NS-Verbrecherprozesse finden 1945 bis 1949 in Nürnberg statt. Die Stadt wird wieder aufgebaut und die Wirtschaft kehrt zu alter Stärke zurück. 1955 entsteht der Flughafen und 1972 der Hafen am Main-Donau-Kanal. Etwa 1,5 Million Menschen leben heute in Nürnberg. Die fränkische Hauptstadt ist die zweitgrößte Stadt Bayerns. Bekannt ist sie für Messen, Festivals wie Rock im Park, Bratwürste, eine hohe Lebensqualität und vieles mehr. Eine moderne Stadt mit beeindruckender Geschichte.